Wenn unsere Aloe Vera gut gedeihen soll, müssen wir sie regelmäßig umtopfen. Damit das Umtopfen optimal gelingt, sollten wir verschiedene Dinge wie den richtigen Zeitpunkt, die Erde, das Zurechtschneiden, die Topfwahl usw. kennen und berücksichtigen. Wir wollen euch in diesem Video zeigen, was beim Umtopfen wichtig ist und wie man dabei vorgeht. Die beste Zeit zum Umtopfen ist zwischen März und April. Im Winter, also zwischen November bis Anfang März, wächst die Aloe so gut wie gar nicht und hält eine Art Winterruhe. Um die neue Wachstumsphase optimal auszunutzen, sollten wir also circa bis Ende April mit dem Umtopfen fertig sein. Als Faustregel kann man sagen, dass die Aloe Vera circa alle 2 bis 3 Jahre umgetopft werden sollte. Entscheidend ist, wie gut die Pflanze noch in den Topf passt, aber spätestens nach dem 3. Jahr tut jeder Pflanze die neue Erde gut. Vor dem Umtopfen solltet ihr die Pflanze in Form schneiden. Wer das Gel ernten will, sollte die Pflanze schon im Herbst schneiden, da dann das sonnengereifte Gel am besten ist. Wer die Aloe direkt vor dem Umtopfen schneidet, sollte ihr circa eine Woche Zeit geben, damit die Narben verheilen können. Die Aloe Vera wächst am besten in Kakteen und Sukkulentenerde, die ihr euch vorab besorgen solltet. Wer sich keine Arbeit machen will, kann sich die Sukkulentenerde direkt im Internet bestellen oder beim Gärtner kaufen. Wer sehr viel Erde zum Umtopfen benötigt, kann sie sich auch günstig selber mischen. Wie man das macht, zeigen wir in einem anderen Video. Hört einige Wochen vor dem Umtopfen auf, die Pflanze zu gießen und wartet, bis die Erde ausgetrocknet ist. Trockene Erde lässt sich nicht nur viel einfacher von den Wurzeln lösen, sondern man kann auch die Ableger einfacher abtrennen. Eine weitere Empfehlung ist, die Blätter der Aloe direkt vor dem Austopfen, zum Beispiel mit etwas Packpapier oder einer Schnur zusammenzubinden. So kann man die Aloe während des Umtopfens besser greifen. Außerdem schützt das auch etwas sperrig gewachsene Blätter davor, versehentlich abzubrechen. Nach dem Austopfen befreien wir den Wurzelballen zuerst von der alten Erde. Umgetopft wird nur die Mutterpflanze. Falls die Aloe Ableger gebildet hat, kann man diese beim Aufbrechen des Wurzelwerks gleich separieren. Versucht beim Ablösen des Ablegers möglichst viel Wurzelwerk mit abzutrennen. Die separierten Kindel legen wir beiseite. Wer will, kann sie später separat eintopfen und so seine Aloen vermehren. So sollte dann eure Wurzelballen vom Eintopfen aussehen. Bei der Wahl der Topfgröße seht ihr hier ein paar Beispiele, welche Größe wir für welche Pflanze nehmen. Die Wurzeln müssen am Ende genug freien Platz haben, damit sie sich gut ausbreiten und so der Pflanze ausreichend Stabilität geben. Ist eure Aloe schief gewachsen und hat unten einen blattlosen Strunk, könnt ihr diesen beim Umtopfen bis zur Blattgrenze tiefer eintopfen. So kann man Schieflagen korrigieren und der Strunk bildet unter der Erde dann ebenfalls wieder Wurzeln aus. Vielgießer können unten Steine für eine Drainage in den Topf geben. Wenn man dann einmal zu viel gießt, stehen die Wurzeln nicht im Wasser. Beim Eintopfen selber müsst ihr nicht viel beachten. Haltet die Pflanze einfach mittig in den Topf und füllt ihn dann schrittweise mit der sukkulenten Erde auf. Füllt so viel Erde ein, dass die Aloe bis zur unteren Blattgrenze komplett in der Erde steht. Drückt dann immer wieder ein wenig die Erde fest, sodass die Pflanze am Ende einen guten Halt bekommt. Als letztes gießen wir die frisch eingetopfte Aloe an, nur so viel, wie ihr auch normal gießen würdet. Es reicht, die Erde so weit zu durchfeuchten, dass die Wurzeln guten Kontakt mit der Erde bekommen. Und damit sind wir mit unseren Tipps am Ende und hoffen, dass ein paar nützliche Infos für euch dabei waren. Wer alles in Ruhe nachlesen will, findet in der Videobeschreibung wieder einen Link zum Artikel. Tschüss!